Dingen, die Tag für Tag in vielen Regionen der Welt geschehen, gehört die Verfolgung und Ermordung von Menschen wegen ihres Glaubens. Und die am meisten bedrängte und verfolgte Religion dieser Welt, das sind die Christen. Aktuelle Untersuchungen in den USA und Großbritannien haben dazu neue Erkenntnisse gebracht und über die spreche ich jetzt mit der Direktorin des Human Security Center in London, Julie Lennertz. Guten Morgen, Julie. Hallo Klaus. Ja, wo auf der Welt werden Christen denn am schlimmsten bedrängt? Also zunächst muss man mal sagen, dass alle Religionen auf der Welt irgendwo bedrängt werden. Das gilt für Christen, das gilt für Muslime, das gilt für Juden, Buddhisten. Aber du hast natürlich recht, die Christen sind die meistverfolgteste Minderheit auf der Welt. Und hier ist natürlich vor allen Dingen der arabisch-muslimische Raum betroffen. Also wie du schon sagtest, die amerikanische Kommission für Religionsfreiheit hat einen neuen Bericht rausgebracht, jetzt für das Jahr 2014-15, und von den 12 Ländern, von 12 der 17 Ländern, die als schlimmstes bewertet werden, das sind eben Länder, wo der Islam die dominante Religion ist. Dann drängt sich ja die Frage auf, wer sind die anderen 5? Das sind zum Beispiel Länder wie China und Nordkorea, wo wir also dann von staatlicher Verfolgung von Religionen reden. In Nordkorea zum Beispiel gibt es nur eine Religion und die heißt Kim Jong-un. Ja klar, aber da ist ja dann die Frage, jetzt gerade, weil du Nordkorea ansprichst, in einem Land, das dermaßen abgeschottet ist, wo überhaupt kein Zugang ist, wie bekommt man da überhaupt Informationen und woher weiß man überhaupt, dass es da noch sowas wie christliche Kirche gibt? Also das sind hauptsächlich Menschen, die es eben schaffen zu fliehen, oder der südkoreanische Geheimdienst hat natürlich da vor allen Dingen Spitzel im Land, die dann immer wieder auch berichten, was da passiert, und da hört man eben ganz schlimme Geschichten von Arbeitslagern, wo Christen hingebracht werden, Bibeln werden eingezogen, Kreuze werden eingezogen, also jede Form des Christentums wird in diesem Land unterdrückt, und das gilt natürlich auch für alle anderen Religionen. Ja, werfen wir vielleicht nochmal einen Blick auf den arabischen Raum, den du erwähnt hast. Nun gibt es ja da Länder oder viele Länder, wo Christen eine kleine Minderheit sind und insofern natürlich sowieso gefährdet. Aber es gibt ja auch beispielsweise Länder wie Nigeria, wo so das Land in der Hälfte geteilt ist. Der obere Teil alles Muslime, der untere Teil alles Christen. Warum ist das nicht möglich, dass man da irgendwie koexistiert, ohne sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Also man muss prinzipiell erstmal unterscheiden zwischen zwei Formen der Verfolgung. Also wir reden hier einmal durch staatlich sanktionierte Verfolgung, wie wir das eben in Saudi-Arabien finden oder im Iran finden oder in Pakistan finden, wo also der Staat die treibende Kraft ist bei der Religionsverfolgung. Und dann gibt es eben Länder wie Nigeria oder auch Somalia, wo dann einzelne Gruppierungen dafür verantwortlich sind, dass eben religiöse Minderheiten verfolgt werden. Und im Beispiel Nigeria, was du gerade angespielt hast, da reden wir eben die Terrormiliz Boko Haram. Ja, nun sagen ja, das ist auch ein gutes Stichwort, nun sagen ja Kritiker, dass der Westen auch eine Mitschuld hat an den Ausschreitungen gegen Christen im arabischen Raum, weil eben der arabische Frühling unterstützt wurde und weil man teilweise zwar Unrechtsregime, aber stabile Unrechtsregime beseitigt hat und da jetzt plötzlich radikale Muslime an der Macht sind. Genau, das ist ein Argument, was man immer wieder hört. Man hört also, ja, aber zumindest unter Saddam Hussein oder unter Bashar al-Assad waren die Christen sicher. Aber ich denke, das ist eine sehr, sehr eindimensionale und auch sehr kurzfristige Analyse, die da gemacht wird. Weil man muss ja ganz klar sagen, der Grund, warum diese Minderheiten beschützt wurden oder teilweise beschützt wurden, ist ja nicht aus Gutmenschtum oder durch Sympathie passiert, sondern durch Kalkül, durch politisches, ja, aus politischen Gründen. Und das kann auch ganz schnell umkippen. Also da kann ein Führungswechsel passieren oder da kann es einen Konflikt geben zwischen einem Stammesführer und eben der führenden Elite. Und dann ist man plötzlich von einem auf den anderen Tag ist man nicht mehr Freund, sondern Feind. Das liegt in der Natur von diktatorischen Regimen. Und ich glaube, wenn wir ernsthaft Interesse daran haben, religiöse Minderheiten, wie zum Beispiel die Christen im Nahen Osten, zu schützen, dann müssen wir langfristig denken. Dann müssen wir versuchen, ein Verständnis nicht von oben herab, sondern von unten herab zu entwickeln, dass es möglich ist,
friedlich miteinander zu leben. Und da gibt es Lichtblicke, wie zum Beispiel in Kurdistan. Die Kurden, das sind auch Muslime, aber haben jetzt zum Beispiel Zehntausende Christen aufgenommen, haben ihnen Zuschutz geboten und gegen den islamischen Staat geschützt. Also es ist nicht per se unmöglich, das zu erreichen. Können unsere Regierungen oder müssten unsere Regierungen weitere Maßnahmen ergreifen, um Christen zu schützen? Oder ist es halt immer schwierig? Weil in der Regel wird man das nur mit Militär machen können, oder? Ja, definitiv. Also man kann zum Beispiel humanitäre Korridore schaffen. Das hat man damals auch im Balkan versucht, als die christlichen Serben gegen die Muslime vorgegangen sind. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt Flugverbotszonen, das hat man damals in Kurdistan gemacht. Aber das Militär spielt dabei natürlich immer eine Rolle. Und da ist die Bereitschaft im Westen natürlich sehr gering momentan, da sich noch mehr einzuschreiten. Sich noch mehr einzubringen. Das Thema Verfolgung von Christen überall auf der Welt interessiert in Deutschland vergleichsweise wenige Menschen. Ich weiß nicht, wie das in Großbritannien ist. Sie sitzen in London. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Leute das so kalt lässt? Ich denke, dass das für viele Menschen einfach zu weit weg ist. Also wir haben einfach generell den Drang dazu, alles, was nicht gerade vor der Haustür passiert, zu ignorieren, beziehungsweise sogar das zu ignorieren, was vor der Haustür passiert. Ich meine, die Russen sind gerade in der Ukraine kräftig am Wüten und die einzige Pufferzone, die dazwischen ist, ist Polen, und trotzdem hat man das, glaube ich, noch nicht so ganz begriffen, was das eigentlich für eine Gefahr darstellt. Und das ist das gleiche Phänomen mit der Verfolgung von Minderheiten. Das ist einfach zu weit weg. Wir können hier jederzeit gemütlich in unser Gotteshaus spazieren, ohne behelligt zu werden. Und dann ist das natürlich ganz weit weg, was mit den Christen im Irak oder in Syrien oder in anderen Teilen der Welt passiert. Und das gilt übrigens für alle Religionsgruppen, nicht nur für die Christen. Christen sind die meistverfolgte Gruppe von Menschen auf dieser Welt. Das war Julie Lennartz vom Human Security Center in London. Vielen Dank für deine Einschätzung.